Hallo, mein Name ist Cecil Baumann. Ich bin die Moderatorin und Gründerin von «Ganz in Bewegung». Ich bin Expertin für Bewegung und Alexander-Technik. Mein Unternehmen richtet sich an ganzheitlich denkende Menschen, die ihre Mind-Body-Connection verbessern wollen. Wir melden uns heute live aus dem herbstlichen, aber sonnigen Zürich. Und unser heutiges Interview führen wir mit der Peri Baumann, der Gründerin von Pura Vida, Fitnesscoach und Tänzerin. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier zu haben. Aber bevor ich unseren Gast vorstelle, möchte ich euch erklären, was ich unter Mind-Body-Connection verstehe. Das von uns entwickelte ganz im Bewegungssystem umfasst 7 grundlegende Komponenten des Menschseins. Das beinhaltet deine Bewegungen, dein Körper, dein Umfeld, deine Erfahrungen, deine Emotionen, dein Denken und alles ist mit dem Atem verbunden und auch untereinander vernetzt. Unser Gast, Peri Baumann, ist ein Naturmensch, liebt Bewegung und Gesundheitsthemen. Peri ist Mutter von 3 Töchtern, geschieden und lebt im schönen Attighausen. Sie ist seit über 12 Jahren Fitnesscoach, Tänzerin und Unternehmerin. In ihrer eigenen Tanzschule hat sie Zumba, Salsa, Pura Vida, Fit und vieles mehr unterrichtet. Im 2018 hat sie sich mit dem Forever Living Produkt ein zweites Standbein aufgebaut. Sie liebt es, andere Kulturen und Länder zu bereisen und ist überzeugt, dass man bereits mit einem geringen Aufwand das Wohlbefinden von jedem Einzelnen verbessern kann. Bewegung, Atmen, eine ausgewogene Ernährung wirken sich positiv auf die Psyche aus. Das sagt sie nicht nur, sie lebt es auch vor. Ihre Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich den Weg zu mehr Lebensqualität und Lebensfreude zu zeigen. Und sie ist überzeugt, dass Gesundheit vom Lifestyle und Mindset abhängt. Wenn du eine Frage an Peri stellen möchtest, wende dich bitte direkt an sie. Gerne begrüße ich jetzt Peri Baumann. Willkommen, Peri. So schön, dass du heute gekommen bist, extra von Attighausen auf Zürich. Also ich finde es super toll, dich endlich live kennenzulernen. Wir sind zwar beide, haben wir es einmal dort Altdorf, ist das richtig? Ja, genau. Aber irgendwie haben wir uns noch nie so recht. Also ich habe dich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Vielleicht haben wir nicht, sind wir nicht so Jahrgänger. Das könnte sein. Ja, ich bin 78. Ja, bist noch jung. Ich bin noch ein bisschen jünger, aber ich habe einen älteren Bruder. Ich habe 3 Jahre älteren Bruder und von dem her manchmal denke ich, kann das schon sein, dass man sich so durch Im Ausgang vielleicht. Im Ausgang noch ein bisschen kennt. Genau. Ja. Aber ich finde es unlässig, dass du auf mich zugekommen bist, dass du mich gefunden hast und wir uns können kennenlernen. Ja. Als Unternehmerinnen und Tanz- und Bewegungsfreudige, würde ich mal sagen. Ich finde es wirklich lässig, als ich so ein bisschen schauen bin, was du machst. Du hast ja jenes an Hintergrundwissen. Also ich bin extrem gespannt, ich werde dich noch besser kennenlernen und ich bin sicher, unsere Zuhörer auch. Von dem her starte ich mit der ersten Frage. Kannst du uns erzählen, wieso du eine Tanzschule in Attighausen gegründet hast? Ja, mal herzlich willkommen und danke tausend, dass ich da kommen durfte und das Interview mit dir da zusammen machen. Und ist eigentlich kurz erklärt, wieso dass ich angefangen habe mit der Tanzschule. Es ist schon ein Haufen Jahre seither. Im 1993 zurückgekommen, von 5 Jahren Mexiko. Und habe dort dann eigentlich mit der Kumbi angefangen. Ich habe das alles dort kennengelernt und angefangen zu tanzen, weil das hat mein Herz berührt. Und ich hatte so Freude gehabt mit dieser Musik, mit dem ganzen, dieser Kultur. Ich hatte das Gefühl, als ich zurückgekommen bin in die Schweiz, heimgekommen bin wieder, und dachte ich, wenn das mir so gut tut und mein Herz so erleuchtet, dann wollte ich das da im Kanton Uri, das soll jeder kennenlernen. Und ich habe das ausprobiert mit der Tanzschule, angefangen, das weiterzugeben. Meine Freude ist dann Leidenschaft, ist wirklich eine Passion daraus geworden und habe dann probiert, alle anzustecken im Kanton Uri. Sicher mit viel Erfolg. Ja, ich habe in diesen Jahren einige Leute gehabt, ja. Nur schade, dass das Ganze nicht weitergezogen haben. Wir haben angefangen. Es war mit dieser Welle, mit dieser Latino-Welle, die dann kam. Und dann, jetzt ist sie wieder ein bisschen abgeschwappt und die Leute sind so wieder ein bisschen zurück ins Häuschen. Also so eine Tanzschule führen ist natürlich extrem intensiv und du bist ja noch Mami mit 3 Kindern, oder, die du dann noch nebenbei erzogen hast, so aufgewachsen geholfen hast. Genau. Und dann ist auch noch eine Entscheidung gekommen. Und
irgendwie, wie hast du, was sind so deine Tricks oder deine Lebenshilfs-Rettungsring-Massnahmen gsi, wo du dir da geholt hast, um das zu überstehen und zum weitermachen? Ja, du sagst es richtig, nicht gerade Lebensrettungsmaßnahmen, aber sie haben mir sicher geholfen, die Freude an der Musik halt, die Freude an der Bewegung zu tanzen, die Musik einfach weiterzugeben auch. Und habe dann auch angefangen, für meine Mädels zu unterrichten, habe das können so integrieren auch. Und ja, Musik ist schon etwas, wo dir viel zurückgibt. Oder auch Tanzen halt. Genau, das war wunderschön gewesen, ja. Schöne Zeit. Und auch mit anderen Menschen, oder? Man ist dann um Menschen herum, die auch Mhm. lieben, zu tanzen, sich zu bewegen. Ja, einfach das die Freude Mhm. weiterzugeben. Und ich habe ja lange nachher noch über 10 Jahre Zumba unterrichtet, weil ich habe dann vom Salsa her brauchst ja ein Paar und mit den Urnen ist das ein bisschen schwierig gewesen mit den Männern. Ich hatte dann viel mehr Frauen gehabt. Dann ist das Zumba gekommen und dann habe ich das wunderbar können integrieren. Dann all die Frauen können ohne Partner kommen. Und das Wichtigste bei mir war einfach, eine Stunde Party zu haben, Freude zu haben und mit einem Lächeln heimzugehen. Natürlich Fludinass, aber wirklich mit einem Lächeln heimzugehen und einem guten Gefühl. Ja. Und auch noch ein bisschen Fitness, oder? Weil Natürlich. Fitness, das ist ja auch noch etwas Wichtiges. Und mit Musik geht es einfach ein bisschen einfacher, Gerade fit zu Ringer, bleiben. ja. Es geht viel ringer. Gerade Und dann noch Ringer. mit einer Lehrerin, die begeistert das vermitteln kann, ist natürlich Nonplusultra. Also. Ich glaube, wenn du die Begeisterung nicht spürst, wenn die Musik angeht und das macht nicht, weißt, wenn du das nicht spürst, dass dein Blut fließt, dann kannst du es gar nicht überbringen. Also, ich glaube, es geht gar nicht. Ja. Du hast ja nebenbei dann, während der Tanzschule am Laufen behalten hast du noch ein zweites Standbein aufgebaut mit den Forever Living Produkten. Genau, ja. Wie ist es überhaupt zu dem gekommen? Hast du da irgendwie schon Kontakt gehabt oder wie ist das? Das ist spannend. Der Zeitpunkt war wirklich noch spannend gewesen. Also ich habe 3 Gründe gehabt, wieso dass ich dort, das ist das Network Marketing, wieso dass ich dort eingestiegen bin. Zum einen, ich bin ja 5 Jahre in Mittelamerika gewesen, vor allem in Mexiko, habe dort gewohnt. Und rund um mein Haus hat es die Aloe Vera Pflanzen gegeben, die Heilpflanzen, man kennt sie vom Sonnenbrand, die meisten. Und ich habe die dort gekannt und ich habe nur das als Doktor gehabt. Also ob ich jetzt irgendetwas mit der Haut hatte oder mit dem Zahnfleisch oder Muckenstich oder Moskitostich oder Skorpionstich oder Magenverstimmungen, Durchfall, was auch immer. Mit der Aloe hast du es können heilen. Essen, streichen, was auch immer, innerlich, äußerlich. Und dort habe ich die schon gekannt und das ist wirklich einfach mein Wunderdoktor gewesen. Das ist mal der erste Grund. Und der zweite Grund ist, ich habe vor Jahren eine Tanzausbildung gemacht, bei der Funky Dance in Uster. Und sind auch jetzt meine Mentoren. Und die haben dazu mal sind die eingestiegen in das Network. Und ich habe gewusst, wenn die das machen, dann muss das etwas, etwas Superiges sein, sonst merkt das die nicht. Das war der zweite Grund. Und der dritte Grund war, ich musste nach der Scheidung mega arbeiten wieder. Und ich habe das KV gemacht, aber ich kann einfach nicht mehr zurück ins Büro wollen. Ich kann einfach nicht für die Träume von jemand anderem wollen, mega arbeiten, wieder zurück ins System. Das hat für mich einfach nicht gestimmt. Ich wollte mein eigenes wollen machen, meine eigenen Träume für die eigenen Ziele zu schaffen. Und das war ein super Tool gewesen. Das sind eigentlich die 3 Gründe gewesen. Und ich muss sagen, der Zeitpunkt stimmt und ich probiere es aus. Ja, Das es ist hat die funktioniert. beste Entscheidung ever. Ja. Ja, weil mittlerweile habe ich so eine Freiheit, so eine Lebensqualität, weil mit diesen Produkten kann ich mich gesünder, ich kann meine Gesundheit beeinflussen positiv, ich kann arbeiten, wenn ich will und wo ich will, wie mein eigener Chef und ich arbeite für meine Träume, nicht für jemand anderes. Das ist für mich Lebensqualität pur. Ja. Pura Vida, so heisst auch meine Tanzschule, also wirklich das volle Leben. Und ja, also ist wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, probiert das aus. Es ist einfach für euch selber etwas aufzubauen, für euch eine eigene Ziele und Träume zu gehen. Unabhängig sein, Freiheit haben. Ja, und gerade als Unternehmerin, oder, wenn man nur ein Standbein hat, das ist extrem schwierig, wenn es dort mal nicht läuft. Und dann mit Covid ist natürlich gerade so Tanzschulen, all die Sachen. Das ist einfach verrückt, wie das Genau. dann weniger geworden ist, wie das schwieriger geworden ist und immer noch die Leute am Kämpfen sind. Ich kenne ein paar von meinen Ja, Freundinnen, die einfach fast nicht mehr auf die Beine kommen oder auch langsam die Energie draus ist. Also es das ist ist ein wahnsinnig Thema, ja. intensiv gewesen.
Ich, Und ja, ich sage auch, heutzutage kannst du nicht nur auf einem Standbein dich sicher fühlen. Du musst 2, 3 verschiedene Einnahmequellen haben, wo du kannst ein bisschen schieben und machen. Ich ein glaube, bisschen ausbalancieren. Die Zeit hat sich recht geändert. Ja. Man Und muss offen sein für frische Möglichkeiten. Und auch mit dem Online, das ist natürlich super, oder? Du musst nicht alle Produkte vor Ort haben, nehme ich an, Nein, nein, sondern das überhaupt nicht. läuft über einen Vertrieb und du kannst Genau, einfach deine Webseite haben und die Leute ja, bestellen und das kommt direkt vom Vertrieb. Das genau, das stelle ich ist mir das das eine. richtig vor. Wir haben so 2 Standbeine auch bei dem Network. Das eine sind Produkte natürlich, die du anbringst, damit du wirklich kannst deine Gesundheit optimieren und kannst schauen, wo kannst du ein bisschen justieren, wo fehlt es, wo geht es dir einfach besser, wo geht es dir ringer. Weil das war auch ein Punkt gewesen, wieso dass ich eingestiegen bin. Ich habe die Produkte für mich ausprobiert und ich habe ja mehr müssen arbeiten. Also ich habe das Doppelte so viele Lektionen gegeben, bis zum Teil 9 in der Stunde. Und ganz ehrlich, wenn ich die Produkte nicht gehabt hätte, die mir mehr Energie geben und schnellere Regeneration und halt Gesundheitsprodukte, nicht irgendein chemischer Scheissdreck, sorry, einfach halt gesunde Sachen. Ich wollte einfach keine Chemie mehr. Und mir haben die Produkte so extrem geholfen in dieser Zeit. Darum bin ich Feuer und Flamme gewesen. Das Gefühl, wenn es ja mir gut tun, dann muss doch das jeder ausprobieren. Das war auch meine Message gewesen. Probieren die Aloe Vera aus und schauen, wie es eurem Körper einfach besser geht. Also, jetzt habe ich abgewogen. Das eine sind Produkte und das andere ist natürlich, du holst Leute zu dir ins Team, quasi, du baust dir so ein bisschen deine Family auf, wo dann auch für das Gleiche gehen, für die gleichen Träume arbeiten, die auch unabhängig werden wollen, die auch aus dem 0815-System raus, die für sich gehen wollen. So ein bisschen die Querdenker oder Ja. Und im Team macht es sowieso viel mehr Spass, oder? genau. Mich denkt es so ein bisschen im Tanzbereich, jeder kämpft für sich allein und ja, man tut schon Stellvertretungen gell, und so, das ist ja noch okay. Aber eigentlich muss man immer allein, muss immer so selber sich Ja. wieder aufraffen und irgendwie durchkämpfen. Und mich denke, das ist auch noch schön, der Gedanke von, es ist ein Team Ja. und man ist miteinander dort drin und man lernt miteinander, man arbeitet miteinander, man unterstützt einander im Vorwärtskommen, im Business aufbauen, im... Genau, man hilft einander erfolgreich zu werden. Und Ja. das Coolste, das Schönste an dem ganzen Network ist die Persönlichkeitsentwicklung. Da würdest du Tausende von Franken ausgeben und das ist, by the way, du, du musst dich anschauen, wo du stehst, wo willst du hin. Und das ist eigentlich das Tolle daran. Also abgesehen von allem anderen ist das für mich das, was mir am meisten gebracht hat, was mich am weitesten gebracht hat, um mich selber wieder zu entdecken, ganz, ganz von einer anderen Seite. Und das ist das Spannende daran. Das siehst du gar nicht. Du siehst am Anfang, ja, das ist Produktverkaufen, aber was dahinter ist, das siehst du erst, wenn dich darauf einlässt und das ausprobierst für dich. Ja. Spannend. Und es funktioniert, oder? Es ist wirklich, es ist erprobt, es ist ein gutes Produkt, es sind gute Leute dahinter, die Werte stimmen, die ganzen Ja. Systeme sind hinterlegt, oder? Das Technische, da kommt so viel zusammen, oder? In dem Online-Business und Genau. Vertrieb und Marketing. Und das ist schon extrem toll, wenn man das kann lernen und gerade mitbekommt und Ja, nicht und alles von null muss auch. Das ist, genau, kommt es ist dazu, alles oder? Es ist vorgegeben. Es ist eine alles Firma, die schon voraus. seit über 45 Mhm. Jahren auf dem Markt ist auch und die schauen auch sehr ethisch wirklich da dabei. Das ist denen sehr, sehr wichtig. Das Familienunternehmen auch wieder, es ist ein Family-Ding, das Ganze. Man tut miteinander, füreinander. Ja, Es ist ja so gut gelaufen mit der Zeit, dass du deine Tanzschule eigentlich geschlossen hast, gefunden hast, hey, ich mache nur noch das, ich mache nur noch die Forever Living mhm. Produkte und Privatcoachings Mhm. und dein eigene, oder? Wieder neue Sachen entdecken. Das Online-Kaffee ist auch noch irgendwie gekommen, gell? Also Genau. wie bist du überhaupt auf das gekommen? Ich finde das so lässig, das Online-Kaffee. Kann man auf Instagram, kann man das googlen, schauen und hören. Super spannend. Ich habe das wieder ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Dank dir nehme ich jetzt das wieder auf ins Programm, weil es macht einfach Spaß, wenn man einander ergänzen kann. Und ich glaube, die Zeit ist auch da, dass nicht mehr jeder selber tut etwas in seinem Garten rumküngeln. Man tut miteinander, man tut einander vernetzen, man tut einander
publik machen und einander helfen. Und das war eigentlich die Idee von dem Online-Café. Ich habe einfach im Kanton Uri gibt es so viele Frauen, Männer auch, die selber etwas anbieten. Und meine Idee war einfach, dass man mit einer Plattform nutzt, die zu vernetzen miteinander. Einfach, dass ich habe meine Leute, die mich kennen, sie haben ihre Leute und dann weiss man, was der bietet auch etwas ganz, ganz Spannendes an, wo man vielleicht gar nicht weiss, weil der sein eigenes Netz hat und so kann man einander da ein bisschen unterstützen. Das war eigentlich die Idee vom Network Café. Und ich will das wieder vornehmen. Wirklich, das ist ein toller Tipp von dir. Und mein Coaching habe ich natürlich dann auch mit der Zeit meinen eigenen Funnel aufbauen. Was wollte ich genau? Ich habe super gute Produkte. Ich habe eine Tanzausbildung gemacht. Wie kann ich das kombinieren? Was wollte ich genau? Und ich will Gesundheit weitervermitteln. Ich möchte, dass die Leute einfacher gesünder sich können, einfach ein bisschen gesünder werden. Ich möchte, dass die Leute ein bisschen bewusster werden. Ich möchte die Leute begleiten dort, wenn sie von A nach B wollen, nicht wissen, wo genau anfangen. Ich will sie begleiten und motivieren, dass sie am Ziel auch ankommen. Das ist eigentlich meine Idee. Ich habe auch ein Vitalstoffanalysegerät, wo ich schauen kann, wo kann man justieren auch, was Vitamine anbelangt, Mineralien, wo jetzt zu wenig im Körper, weil wenn der Säurebasenhaushalt stimmt, hat man schon einen grossen Teil, wo funktioniert und Körper, Geist und Seele zusammenzubringen, das ist eigentlich die Idee, einfach glücklicher und gesünder zu sein. Und ich fange jetzt einfach ab von der gesunden Seite an, vom Körper an. Wenn der Körper alles hat, was er braucht, kann man nachher mit da oben arbeiten und da arbeiten, aber ich komme einfach von dieser Seite her. Schlussendlich gibt es dann das Ganze eins. Das ist so ein bisschen meine Idee. Und ich bin jetzt auch mit verschiedenen Projekten unterwegs, und ich das ein bisschen ausbauen kann. Das eine Projekt ist ja der Retreat. Ist das eine Idee von dir oder ist jemand anders an dich herangetreten? Wie ist das entstanden mit dem Retreat, der bald stattfindet im Oktober? Es ist schon lange irgendwo in meinem Hinterköpfchen, nicht als Retreat, sondern einfach als Wochenende, wo man mein Programm anbietet. Und in unserem Team machen sie Retreat in Nordzypern. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das wäre auch etwas da in den Bergen, in den Schweizer Bergen. Das hat auch eine spezielle Energiekraft. Wir haben so viele Kraftplätze da. Und ein Teampartner von mir wohnt in Engelberg. Und sie hat auch irgendetwas so gedacht, sie würde gerne mal Leute dort einladen, weil das eben wirklich spezielle Energie dort oben hat. Und dann sind wir so am Studieren gewesen. Ich wollte sagen, rumspinnen, einfach so mit so Gedanken gespielt. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wir probieren das, wir machen das, wir tun miteinander etwas aufbauen für die anderen. Ja. Mhm. Und bist du mehr auf dem Tanzbereich unterwegs oder mehr mit deinen Produkten? Es ist eigentlich ein Gesamtpaket, es sind 4 Tage. Die Idee von dem Ganzen ist einfach glücklich und gesund sein. Und wir helfen den Leuten ein bisschen mit verschiedenen Tools, dort hinzukommen, 4 Tage rauszunehmen für sich. Dein Dehnt mit dir selbst heisst Das finde ich das. so cool, der Name, dein Date mit dir selbst. Also das finde ich echt. Ja, das hat mir eben auch gefallen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas Spezielles und man hört ein bisschen an, oder? So ein Date, okay, mit mir, wieso? Aha, ja, ich könnte mich wieder mal ein bisschen mit mir beschäftigen, weil man geht überall helfen, überall tut man, einfach sich selber nimmt man immer am Schluss raus. Und das ist eigentlich die Idee, dass man wirklich Zeit für sich nimmt und mit verschiedenen Tools helfen wir den Leuten, glücklicher sein, einfache Sachen in den Alltag zu integrieren, wo sie mehr Lebensqualität haben. Ja, wir haben bei diesem Retreat sind wir 4 Tage auch an einer Reinigung, an einer Körperreinigung auch. Wir kochen miteinander. Das heisst auch ein Loslassen, weißt, das Alte lassen gehen auch. Dann haben wir Mandala malen auch. Wir haben Feng Shui-Sachen. Mein Programm mit dem Date mit dir selbst, wo wir einen Workshop machen, wo wir wirklich Aufgaben haben, wo stehe ich, wo will ich hin, wo kann ich justieren, wo geht es mir ringer, wenn ich mich genau ein bisschen anschaue und hinterfrage. Mit Meditationen, mit Atemübungen, ich komme natürlich vom Tanzen,
bisschen noch etwas tanzen. Geht ja nicht ohne, muss ja sein. Das Und das habe ich doch gehofft. tut ja auch gut, genau. Ja, Und und in Bewegung kommen. Ich denke, wenn man in Bewegung kommt, dann bewegt man auch etwas das in ist seinem so. Leben, oder? Das sagst du Sonst sehr bleibt man gut, am genau. gleichen Ort. Mhm. Ja, das ist eigentlich die Ja, Idee, ja. sehr schön. Ja. Sich einfach Zeit nehmen für sich selber und beobachten, wie spannend das kann sein, sich selber mal kennenzulernen überhaupt. Mhm. Das haben wir wenig Zeit. Wir nehmen uns einfach keine Zeit, weil alles andere wichtiger ist im Aussen. Man geht lieber Details ziehen, oder lieber da, lieber da. Deko turnen, Deko und sich selber wirklich mal ansitzen und mal nichts machen. Auch mal ein bisschen schnaufen. Das vergisst man in dieser schnelllebigen Zeit. Das ist auch praktisch, man kann sich ablenken, oder? Dann Genau. von seinen Problemen und seinen Sorgen und seinen Emotionen vor allem, die halt dann immer aufhäufen und irgendwann muss man es wieder ein bisschen abarbeiten und aufarbeiten, Genau, das reinigen. sagst du ganz schön. Oder eben reinigen. Ja, genau. Also das ist eine wunderbare Idee. Wenn einem das interessiert, der Retreat, kann man da direkt mit dir per Telefon in Kontakt kommen und sagen, ich würde gerne teilnehmen. Genau, wir sind das Dritte, die das organisieren. Und man kann sich bei jedem anmelden. Es hat nicht mehr so viele Plätze, also ja, überlegt es euch gut und meldet euch so schnell wie möglich. Wir wollen auch nicht da mit 50 Leuten rummarschieren, wir möchten uns auch Zeit nehmen für die Leute, auch noch schon vom Malen und alles. Eine kleine familiäre Gruppe sein. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn sich da der eine oder andere würde melden und sich auf das Erlebnis, auf das Abenteuer mit sich selber, auf das Date mit sich selber darauf einlassen. Genau, ja. Ja, ganz schön. Mhm. Anmeldeschluss ist schon bald, 30.09. Wenn jetzt jemand das zu spät sieht, kann man dann gleich noch probieren. Probieren kann man auf jeden Fall. Wir schauen dann, was man machen kann. Man kann immer irgendwie so das Zimmer 2 noch zusätzlich buchen. Geht immer. Gibt immer eine Lösung für Oder alle. dann der nächste Retreat. Wenn dann der Erfolg ist und die Leute mehr wollen, dann werden wir wohl nochmal Genau, einen etwas Monat Ähnliches. später, falls es schon voll wäre und ihr wollt kommen, einen Monat später gibt es nochmal etwas Ähnliches, ein bisschen anders aufgebaut. Ah, super. Das klingt doch gut. Und dann kann man jetzt schon eigentlich sich auch für den November, wenn man sagt, ja, Oktober habe ich schon geplant, aber November, Genau. dann kann man jetzt schon Ja. Der Flyer kommt gleich aktiv raus, werden. aber wenn man sich interessiert, kann man natürlich jetzt schon sich melden. Sehr gerne. Ja, ja, klar. Hast du noch weitere Pläne und Ideen, die du gerne verwirklichen willst und mit uns teilen willst? Ja, aus dem Retreat sind noch andere Ideen gekommen. Ich möchte das nächste Retreat, wo ich auch schon am Planen bin mit einer Kollegin zusammen, ist, wir haben noch keinen Titel, vielleicht hat der eine oder andere noch eine Idee, wie man das könnte nennen. Es geht auch wieder um dein Date mit dir selbst, aber jetzt geht es um Beauty, um dich, um dein Äußeren auch vor allem, wo man dann anschaut. Also mit einer Kollegin, die mit Kleidern schaut, was kann man kombinieren, wie kann man sich anders stylen, auch vom Beauty her, vom Gesicht her. Mit den Haaren kann man auch etwas machen. Wir sind einfach so ein bisschen dort auch, ist der Schwerpunkt. Natürlich auch innen raus, innere Schönheit, nicht nur äußerlich, klar. Das ist ein Projekt, das wir jetzt gerade am machen sind. Dann das nächste, das ich da im Hinterkopf spinne auf den Frühling, ist dein Date mit deinem Hund. Ja, so spannend. Du hast Mhm. selber einen Hund, Mhm, gell? genau, das ist Irgendwo habe ich eigentlich auch die das Idee. ich Genau. sehe das Foto. Ich habe einen kleinen Hund und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es gibt so viele Hündler, die mit den Hunden gehen, Agility und weiss nicht was. Und einfach Zeit für den Hund zu nehmen, wenn man einfach speziell für den Hund und für sich natürlich auch, gehört zusammen, aber einfach mit dem Hund zusammen. Das bin ich jetzt auch ein bisschen am Ausarbeiten, kommt auch aus der Idee raus. In Nordzypern gibt es so eine Hundestation, wo auch Hunde immer vermittelt werden und das sind auch grosse Projekte, auch, dass man dort die Strassenhunde ein bisschen zusammenbringen und für die etwas machen. Ich habe auch andere Kolleginnen, die auch wirklich für Hundeheim suchen und sammeln und ich denke, vielleicht könnte man dort auch ein bisschen etwas machen. Und mein grosses Projekt, das halt noch ein bisschen muss warten muss, aber wo mein Ziel natürlich ist, mein grosses Ziel ist, ein Kinderheim, Hort, Schule, ich weiss noch nicht genau, wie ich das nenne, einfach ein Projekt mit einem Kinderheim. Ich bin, als ich dazu mal in Lateinamerika war, bin ich überfallen worden von Strassenkind zwischen 5- und 12-Jährigen mit 2 Hunden auf offener Straße am Sonntagnachmittag. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, im Laufe der Zeit, habe ich irgendwie das Gefühl, ich
möchte dem Land etwas zurückgeben, den Kindern etwas zurückgeben, für die Kinder etwas tun. Und jetzt hat sich die Idee, wird immer stärker, einfach ein Kinderprojekt zu machen, eben zu helfen. Weil ich habe in dieser Zeit, als ich die 5 Jahre in Lateinamerika war, ich hatte so eine wunderschöne Zeit gehabt, ich konnte so viel heimnehmen und das ist so ein bisschen mein Dank, den ich zurückgeben will. Wow, das ist wunderschön, wie Mhm. du da auch für andere immer schaust, so viel Energie reinsteckst in deine, ja, wie soll ich sagen, die Herzensangelegenheiten. Mhm. Also wirklich für die Lebewesen auf dem Planet, wo du eigentlich wirklich schaust und dir Zeit nimmst und weisst auch, wie wichtig das ist. Weil genau die Kinder haben ja genau niemand, der sich Zeit nimmt für sie, oder? Ja. Sie sind so allein, dass sie überhaupt so Sachen machen, Leute ausrauben, Mhm. weil eben niemand anschaut, niemand da ist, niemand Geld und Zeit hat für sie. Genau. Und das ist wirklich etwas, was ich finde, das Mhm. ist grandios, dass du da deine Energie auch noch dort reinsteckst. Mhm. Das ist so mein grosses Ziel. Ja, ja, und ich hoffe wirklich, dass, also wer da jetzt hellhörig geworden ist und findet, das ist wirklich etwas, was ich gerne unterstützen würde oder ähnliche Ideen hat, es gibt ja viele Leute, die plötzlich finden, das will ich auch schon lange, aber allein traue ich es mir nicht zu, dann meldet euch doch bei der Peri und wer weiß, was sich daraus ergibt, Vielleicht oder? gibt es irgendein gemeinsames Projekt oder nur schon die Ideen oder Ja, ja. ja, oder der Mhm. Austausch, einfach wer wie weit wo und Möglichkeiten sieht und hat, plötzlich gibt es neue. Genau, ja. So durch das Zusammenarbeiten. Mhm. Wunderbar, so schön. Und gehst du auch aktiv jetzt schon auf Leute zu? Oder Für das ist das noch so, Kinderprojekt? ja, ist das noch so ein bisschen unterschwellig, einfach Mhm. so ein bisschen Ja, etwas, was so ein bisschen wächst? Es das ist braucht echt auch so Zeit. das ist einfach mein innerer Traum, mein inneres Ziel, Mhm. das ich habe. Das ist auch mit dem Network Marketing, kann ich dort etwas erreichen, wenn ich sonst angestellt bin, ja, würde das nie möglich sein. Und das ist eigentlich so mein grosses Ziel. Mhm. Nicht heute, nicht morgen, ich habe ja noch Haufen Sachen, die ich noch will. Aber einfach so im Hinterkopf ist das, und das wird immer grösser, das Verlangen wird immer grösser. Und ich weiss, dann irgendwann wird sich automatisch wird das kommen, Ja, man findet die richtigen Leute und die richtigen in der Möglichkeiten richtigen und Zeit. Ressourcen und die Zeit. Genau, die Zeit Mhm. muss reif sein. Genau. Ja, ich bin sicher, du wirst auch das realisieren, wie Auf du jeden Fall. all deine Sachen bisher wirklich realisiert hast und auch harte Entscheidungen gefällt hast und eben dich da von der Tanzschule verabschieden. Das war sicher auch nicht gerade ein ganz einfacher Schritt gewesen. Ich hatte lange gehabt. Aber es war Wenn man gut etwas gewesen. aufbaut, gell, so das Baby. Das ist ja Nachher so, kann ja. es loslassen. Ich habe ein bisschen lange rumgenagelt. Und im Nachhinein denke ich, was habe ich so lange rumgenagelt? Und gleich, es ist immer ein Prozess, gell? Braucht auch Zeit, oder? Zum Loslassen und zum auch akzeptieren, dass etwas vielleicht halt nicht endlich ist, sondern Mhm. also nicht unendlich ist, sondern endlich. Mhm. Und einfach eine begrenzte Zeit hat das Mhm. gestimmt. Und dann, Aber es ist ja meistens so, wenn eine Tür zugeht oder du eine zumachst, dann geht eine andere auf. Und das ist eigentlich das Spannende am Leben. unsere Zeit ist fast um. Mhm. Also was sind so die 3 wichtigsten Sachen, die du den Leuten mitgeben willst, wo sie sich sollen erinnern, wenn sie an dich denken? 3 Sachen. 3 Sachen. Okay, meine lieben Leute, ihr habt nur einen Körper. Schaut zu dem, sind achtsam. Ihr könnt nicht nur immer nehmen, gebt auch etwas zurück. Einfach, das ist unsere Maschine. Die funktioniert einfach jeden Tag. Und man ist nicht einfach gesund, man muss etwas machen dafür. Wie in einer Beziehung, man muss arbeiten dafür. Das eine. Und das andere, einmal mehr am Tag lachen. Ein Lächeln. Und wenn es nicht für sich selber ist, wenn man einen schlechten Tag hat, kann man ja ein Lächeln schenken. Das tut ja dem anderen auch gut. Und wenn man einen anderen anlachen kann, dann das kommt ja alles zurück. Und das Letzte ist, ich glaube, die Zeit hat sich so geändert jetzt, dass nicht mehr jeder in seinem Gärtchen etwas knuscht. Ich glaube, es geht nur noch miteinander. Miteinander, füreinander. Weil wir alle sind das Licht und wenn wir uns zusammentun, ein Leuchtturm sind für alle anderen, dann können wir viel, viel mehr erreichen da, auf dem Planeten. Ja, wieder zusammenrücken, oder? Zusammenstehen, Genau. miteinander vorwärts gehen, und zwar in eine Richtung, die für die Natur und für alle Lebewesen auf dem Planeten förderlich ist Mhm. und nicht jeder für sich irgendwie
egoistisch voranpreschen, sondern wirklich Genau. schauen, was kann ich für einen Mehrwert bieten? Mhm. Was kann ich machen, um den Leuten zu helfen? Das finde ich wunderbar. Mhm. Deine 3 Sachen nehme ich mir zu Herzen. Lachen haben wir schon mal abgehökelt. Super, das ist am einfachsten. Das Das ist nächste für Mal. mich auch wirklich das Einfachste. Also, ich habe da noch ein Slide von dir, wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Ist das in Ordnung, oder? Über E-Mail kann man jederzeit über irgendwelche Projekte oder etwas von dir wissen will oder mit dir in Kontakt kommen. Oder sagst du, nein, lieber über die sozialen Netzwerke, Facebook, Wo auch immer, ich Insta. bin offen. Du bist Ja, ja. Ich überall. freue mich auf alles. Und wenn es nur ein Smile ist. Ja, so schön, ja. Nein, überall. Wo es euch gerade am besten gefällt. Meistens hat man ja seine Präferenzen, die man kommuniziert. Ja, ich finde es super. Deine unkomplizierte Art, deine überlegte Art auch, wie du auf die Leute zugehst, wie du machst, was du machst. Das ist sehr, sehr angenehm. Du bist sehr, gibst den Leuten viel Raum. Das schätze ich sehr. Lass die Leute so, wie sie sind, ohne etwas überstülpen, ohne irgendwie etwas zu verkaufen. Ich finde das super schön, wie du das einfach teilst mit der Welt, was dich begeistert. Und ich bin sicher, ganz viele Zuschauer spricht das an. Also mich auf jeden Fall. Ich muss unbedingt mehr wissen über das Shampoo. Also danke vielmals auf jeden Fall für das Interview. Und ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben da auch einiges können mitnehmen von dir. Das würde mich freuen, ja klar. Und hoffentlich an die Retreats kommen. Ja, unbedingt, ja klar. Genau, genau. Ja, genau. Und wer das Interview sucht, der findet es auf unserer Webseite und auch auf YouTube wird es aufgeschaltet oder dann auf Instagram und Facebook. Es gibt auch einen Link zu dem Interview, wo jeder, der will, kann das anschauen und hören und du kannst es auch teilen und weiter mit deiner Community teilen. Wunderbar. Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Wirklich verrückt, dass wir uns gefunden haben überhaupt. Eben, du streckst Spüler auf und es kommt genau das, was du brauchst. Schön, ich will mein Pura Vida Kaffee auf jeden Fall wieder ins Leben rufen. Danke für den Ansporn. Und du wirst sicher dort hoffentlich auch bei mir im Interview sein. Sehr gerne. Sehr gerne komme ich da vorbei. Und vielleicht eben endlich wieder mal einen Besuch im Kanton Uri. Könnte man verbinden, ja, das wäre genau. wirklich lässig. Ja. Ja, ist lustig, wir sind ja beide Baumann. Bäume. Bäumes. Genau, aber mein Mann sagt sich nur Baumann. Also das ist wirklich noch spannend. Baumann? Okay. Er ist in Asiswil aufgewachsen. Ah, okay. Und du bist ja auch noch ein Arnold, der Ledige, ja, oder? Also wir sind beides Arnold Bäume. Nein, du auch ja, Arnold? Ja. Nein, so lustig. Alles Gute, passt auf euch auf und lernt uns wissen, wie ihr das Interview gefunden habt.